Shortcut. Hallo zusammen, ihr möchtet zwei Stoffe zusammennähen, die 45 Grad zur Webkante geschnitten sind, ohne dass ihr so ein ausgefranstes Endergebnis bekommt. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unser Stoff hat längs laufende Kettfäden und quer dazu verlaufende Schussfäden. Dadurch erhalten wir feste Webkanten. Wenn wir das Ganze nun in der Diagonalen zuschneiden, geht diese Festigkeit verloren und unser Stoff lässt sich dehnen. Die einfachste Methode, das zu verhindern, ist, wir sprühen unsere Stoffe vor dem Zuschnitt mit Sprühstärke ein. Die Sprühstärke verstärkt die einzelnen Fäden, sodass diese Dehnbarkeit ein bisschen verloren geht. Wenn wir uns das Ganze unter der Maschine anschauen, wir haben einen Untertransport, der schiebt unseren Stoff nach vorne. Wir haben ein Füßchen, das den Stoff auf dem Untertransport fixiert. Unser Nähfüßchen selber hat keinen Transporteur. Wenn der Füßchendruck zu hoch ist, wird unsere untere Stofflage mit dem Untertransport weiter durchgeschoben und unsere obere Stofflage wird von unserem Füßchen nach vorne geschoben, sodass sich unsere Stofflagen unter dem Füßchen verschieben. Wir könnten also als erstes kontrollieren, wie ist unser Füßchendruck eingestellt. Wie ihr das umstellt, das seht ihr in der Beschreibung eurer Maschine. Wenn der Füßchendruck stimmt, aber unser oberer Stoff immer noch weggeschoben wird oder wir immer noch eine dehnbare Naht erhalten, dann können wir ein Füßchen mit einem Obertransport greifen. Dieses Füßchen greift auch den oberen Stoff und schiebt ihn weiter durch. Weitere Möglichkeiten sind kunststoffbeschichtete und Teflonbeschichtete Füßchen. Die gleiten leichter über unseren Stoff und verhindern dieses Vorschieben ein bisschen. Das Einfachste, das wir machen können, um eine gerade Naht zu bekommen, ist, wir legen unseren Stoff einfach gerade an und wir ziehen ihn nicht unter der Maschine. Jedes Mal, wenn wir ziehen, dehnen wir den Stoff. Das möchten wir nicht, wir lassen ihn gerade liegen. Und wir können ihn am Ende mit einer Nadel fixieren. Das machen wir mal. Wir nehmen einfach eine Stecknadel, stecken die gerade ein. Nur am Ende so ein bisschen. Jetzt legen wir das Ganze unter unsere Maschine. Und wir nähen. Wir können den Stoff seitlich halten. Wir lassen ihn auf jeden Fall locker. Wir ziehen nicht am unteren Ende. Wir können auch einfach die Nadel halten und lassen unseren Stoff einfach durch die Maschine laufen. Und hier am Ende halten wir unsere Nadel fest und der Stoff wird weitergezogen. Und wir erhalten eine gerade Naht, die sich einfach weiter verarbeiten lässt. Viel Spaß beim Nähen. Bis zum nächsten Mal.